Hallo Freunde der Füße. Heute geht es um das Thema Instrumentenpflege. Wir haben dir in einem der letzten Videos schon besprochen, was macht man, wenn die Instrumente irgendwelche Ablagerungen drauf haben. Heute gehen wir näher auf das Thema ein, wie reinige ich meine Instrumente vor. Denn sie müssen ja, bevor sie in Ultraschall kommen oder bevor sie in RDG reinkommen, müssen die Instrumente ja vorgereinigt werden. Weil sonst hat man ja den ganzen Schmodder entweder im Ultraschall oder im RDG drinnen. Die meisten von euch machen das mit sowas. Das Ganze sieht auch so aus. Ich glaube, die gängigere Variante. Und zwar sind da ganz viele so Metallstäbchen, Metallbürstchen, Borstensatz, Metallborsten. Und mit diesen Metallborsten glauben viele, dass sie ihr Instrument super toll reinkriegen. Das Problem ist an diesen Metallborsten, die sind aus Stahl. Bei dem flacheren, wo die so golden schimmern, sind sie aus Messing. Das ist ebenfalls Metall und Metall auf Metall hinterlässt Spuren. Und das nicht so knapp. Wir haben ja unsere Instrumente. Ich habe jetzt ein paar alte Instrumente von mir hergenommen. Die Instrumente gucken wir uns unter dem Mikroskop an, also unter der 1000-fachen Vergrößerung mit dem Ding hier. Haben wir hier, sieht Stahl aus, wenn der ausgeliefert wird und wenn der gebürstet ist und abgeschliffen ist. Ihr seht, dass er kleine Riefen drinnen hat. Das ist von der Produktion her, das hat jedes Stahlinstrument. Wer jetzt meint, dass das Ganze eine spiegelglatte Oberfläche sein soll, der irrt. Denn die Instrumente werden zwar poliert, aber diese ganz feine Maserung, also diese ganz feine Struktur kriegt man nicht raus. Das ist jetzt egal, ob das billiges Instrument ist oder teures Instrument. Hier habe ich ein billiges Instrument mal zugeschickt gekriegt zum Testen. Ja. Und hier habe ich meine Lieblingszangen und die sind von einem sehr teuren Hersteller. Und ja, die ist schon einigermaßen ramponiert. Die sieht dann so aus. Und ihr seht, dass alle diese Riefen drinnen haben. Das ist von der Produktion her. Wenn ich jetzt da aber mit diesem Stahlteil komme und genau entgegengesetzte Richtung, was von der Produktion, also die hier zum Beispiel sind so gebürstet und nicht so, weil die nämlich so durch die Maschine dann gearbeitet werden. Und wenn ich jetzt dann mit meiner Stahlbürste hier komme oder mit der Messingbürste und ich fahre hier wie eine Wilde drumherum, in der Hoffnung, dass ich hier irgendwie was tiefer Reinigendes abnehme, verkratze ich den kompletten Stahl. Das heißt, die Schicht, was hier von der Politur drauf ist und was vom Werk her ist, wird komplett zerstört. Wenn man jetzt das ewig macht, also 3, 4, 5, 6 Mal am Tag, dann leiden die Instrumente massivst darunter. Wenn man jetzt ein Instrument hat, das ganz tiefe Furchen drinnen hat, da kann sich erstens mal der Schmutz besser sammeln drinnen. Ich kriege das beim Vorreinigen nicht raus und mit dem Ultraschall auch nicht raus. Und der Autoklav hat seine Mühe, denn Dreck kann man nicht sterilisieren. Deswegen sollten ja die Instrumente sauber in den Autoklaven reinkommen. Welche Alternative gibt es jetzt zu diesen Bürstchen? Die hier, die Plastikbürste. Wem das Design nicht gefällt, es gibt auch die als Plastik, die was aussieht, die Messingbürste sieht ähnlich aus, nur mit den goldenen Borsten und die hier hat Plastikborsten. Diese Plastikborsten schädigen das Material nicht. Da kann man hier das auch wieder hin und her schieben. Oh Mist, jetzt ist mir das schon wieder passiert. Das sollte man natürlich nicht machen, denn das ist natürlich der Vorführeffekt. So. Jetzt haben wir es wieder drin. Also dieses Bürstchen benutzt man so, dass man das hier ziemlich weit nach vorne macht. Nicht zu weit, sondern es soll schon ein bisschen weiter nach vorne sein. Und dann
nimmt man das Instrument und bürstet es so ab. Gehen wir ein bisschen weiter weg, jetzt ist es scharf. Und dann bürstet man das Instrument so ab. Zwischen der außenrum, auch hier im Gelenk, auch hier muss es sauber gemacht werden. Und dann, wenn das sauber gemacht ist, wird es nochmal abgespült und dann wird es in RDG und Autoklaven oder in Ultraschall und dann in den Autoklaven reingemacht. Das macht man mit allem. So, bei den Fräser hat man ja jetzt das Problem, dass die von der Struktur her um einiges anders sind als wir unsere Instrumente. Und zwar haben wir jetzt hier zum Beispiel meine Lieblingsfräser, hier den X-Verzahntem und hier den Diamantfräser. So, bei den X-verzahnten Fräser hat man es immer, dass ich hier diese Struktur zusetzen kann. Alleine dafür, aber nur dafür darf man dieses Bürstchen benutzen. Ansonsten hat dieses Stahl- oder Messingbürstchen nichts an den Instrumenten verloren. Denn nur mit diesem mit diesem Bürstchen kriege ich hier das raus. Und da darf ich auch nicht drücken wie ein Wilder, sondern muss leicht drüber fahren. Wirklich nur leicht. Weil wenn ich da drücke wie blöd, die haben hier eine Schneide, die X-Verzahnten, dann mache ich mir den ganzen Fräser stumpf. Und das soll es ja auch nicht sein. Also wirklich, wenn irgendwas drin hängt, leicht drüber fahren und immer in der Richtung, wie die geschliffen sind. Es gibt ja die verschiedensten Fräser. Von der Schleifung her, wo habe ich jetzt die anderen? Muss ich schnell die anderen holen? A few moments later. Und zwar die Fräser, die wir benutzen, die zum Fräsen von Pilznägeln sind. Die hier, die GQSR verzahnten. Mager, scharf ziehen, irgendwie funktioniert der Fokus nicht wirklich. Also, die hier haben eine Längsriefung und eine Querriefung. Und ihr müsst hier wirklich nur so fahren, ganz leicht. Nicht wie wild, wirklich nur ganz leicht hochfahren, den Fräser dabei drehen, damit dass man in jede Ritze reinkommt. Oben noch ein bisschen und das war's schon. Ich muss mit diesem Ding hier nicht wie bekloppt dran rumroppen. So, und der andere Fräser, das ist ein großer, das ist ein X-verzahnt, ein großer, den nehme ich, wenn ich Hornhaut wie Stein habe. Und ihr seht, dass der hier anders geschliffen ist. Der ist nämlich quer so geschliffen und auch so geschliffen. Und hier gehe ich nach den Längsrillen. Das heißt, ich mache den so rum sauber. Wenn was drin hängt, das sieht man meistens nach dem Ultraschall, muss man ja die Fräser sowieso nochmal kontrollieren, ob da irgendwo in die Ritzen noch so schwarzes, komisches Material drinnen hängt. Wenn man jetzt Patienten hat mit Nagellack und den Nagellack runterfräst, dann setzt ja sofort immer den Fräser zu. Mit dem Messing- oder Stahlbürstchen kriegt man das gut raus. Dann vorsichtig immer der Schleifung nachfahren. Das heißt nicht so hin und her, sondern wirklich gucken, dass man die Schleifung nachfährt. Und auch nicht wie bekloppt, wie immer sachte. Denn diese Instrumente, obwohl die aus gehärtetem Stahl sind, kann man mit anderem gehärtetem Stahl diesen Stahl massiv zerkratzen und kaputt machen. Das Ganze sollte man natürlich unter Wasser machen. Was hat man jetzt einen Nachteil, wenn man das unter Wasser machen soll, mit einem Stahlbürstchen oder einem Messingbürstchen? Das fängt mit der Zeit an, dass das nicht so geschmackig wird. Also die Stahlbürstchen, obwohl die aus rostfreiem Stahl sind, können die Flugrost ansetzen. Und dann sieht dieses Ding nach einiger Zeit, sehr mitgenommen aus. Genauso, wenn man das Messingbürstchen in dem Format hat. Hier habe ich nochmal ein Bild davon. Selbst das sieht nach einigen Wochen, Monaten im feuchten Zustand nicht wirklich mehr hygienisch aus. Deswegen sind für Arbeiten, die ihr unter Wasser oder unter fließend Wasser machen müsst, Plastik oder, eigentlich nur Plastik, nichts oder.
nur Plastikbürstchen am besten. Denn die trocknen schnell, also ich favorisiere das hier. Warum? Erstens mal sind die Borsten schön fest und es hat auch genug Zwischenraum, dass ich da sehe, ob das Bürstchen irgendwie verdreckt ist. Weil wenn das Bürstchen verdreckt ist, dann schmeiße ich das in Ultraschall rein. Bei dem hier hat man wieder das Problem, dass man hier nicht reingucken kann, weil hier läuft ja auch Wasser rein. Hier in diese Vertiefung da, wo das drinnen sitzt. Auch hier läuft Wasser rein und da drinnen kann sich ein toller Herd an Mikroorganismen festsetzen. Selbst hier unter dem Schieber, wenn man den nicht immer runter macht und sauber macht. Also die Form von Bürstchen würde ich sowieso nicht empfehlen. Sei es jetzt Messing oder Plastik. Also die hier wäre am besten. Wenn die Instrumente dann gereinigt sind und desinfiziert sind und getrocknet sind, müssen wir ja die Sichtkontrolle machen, ob die Instrumente auch wirklich sauber sind, ob da nicht irgendwo noch wo irgendwas drinnen ist. Und dann brauchen die manchmal auch noch einen Tropfen Öl. Da gibt es zum Beispiel dieses Öl, das ist ein Pflegeöl, das ist harzfrei und das ist für den Autoklaven geeignet. Bitte kein Schmieröl nehmen, kein WD-40, kein Öl aus dem, was der Mann gerade in der Werkstatt gehabt hat. Ihr müsst wirklich gucken, dass ihr Instrumentenöl habt, denn wenn man einen Autoklaven hat, wird das Ganze heiß und Öl, was passiert mit Öl, wenn es heiß wird? Genau, es läuft runter. Deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr in die Gelenke von dieser Zange nur einen Tropfen Öl reinmacht. Danach lasst ihr die Zangen etwas liegen, so 1-2 Stunden vielleicht. Oder ihr wischt es auch ab, damit dass die Ölreste, die was dann hier in der Seite rausquillen, hier, wo das Gelenk ist, hier quillen die dann manchmal raus, die Öltropfen, das wegwischen und das Instrument nochmal liegen lassen, falls da nochmal was nachläuft, damit dass man das Ganze nochmal wegwischt. Würde man das nicht wegwischen, dann passiert es, dass in der Sterilisationsfolie, also in der hier, nach dem Autoklavieren ein Fettfleck drin ist. Und dieser Fettfleck ist leider so, dass er die Membran von dem Papier beschädigt und somit ist das Instrument, auch wenn es verpackt ist, nicht mehr steril. Somit wäre es besser, wenn ihr ein bisschen wartet, wenn ihr die Dinger ölt. Ich hoffe, das Video konnte euch weiterhelfen und ihr verbannt schön langsam diese Stahl- oder Messingbürsten aus dem Hygieneraum. Wie gesagt, die einzige für mich logische oder die einzige Anwendung nur zum Fräser reinigen sind und dann auch nur, wenn im Fräser drinnen irgendwas festhängt. Sonst haben diese Bürstchen am Instrumentarium nichts verloren. So ein Bürstchen hält Jahre bei mir. Also das habe ich hier, glaube ich, vor 5 oder 6 Jahren mal gekauft oder noch länger her. Und wenn man das rausdreht, ihr seht, wie viel das da noch da ist. Also das Bürstchen ist bei mir kaum gebraucht, weil ich von die Fräser her vorher schon gucke, dass die ordentlich sauber sind und großteils kriegt man es auch mit dem Plastikbürstchen sauber. Hat euch das Video gefallen? Lasst mir einen Daumen nach oben hier, abonnieren nicht vergessen, klickt auch auf die Glocke, damit ihr kein neues Video mehr verpasst. Und hier geht es gleich weiter zum nächsten interessanten Video. Bis zum nächsten Mal, eure Podologin Andrea. Tschüss!